Wollt ihr wissen, was ich mit dieser kleinen Schachtel hier vorhabe? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen How-To. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich die Right-Link-Waren hier in meiner Hand. Einmal die Reifendrucksensoren und einmal den Wingman. Und zwar 4G, denn 2G wird rausgeschafft, da ja sowieso, also vor allem in der Schweiz ist ja größtenteils 2G gar nicht mehr irgendwie vorhanden. Und das ist halt jetzt in den übrigen Dachregionen auch so weit, die sind auch so weit und schaffen die 2G langsam immer mehr ab, deswegen 4G hat Vorrang. Ja, ich wollte euch mal zeigen, wie das Teil funktioniert, wie man es ranschraubt, wie man es auf dem Handy einrichtet. Ich hoffe wirklich, ich vergesse nicht den Bildschirm irgendwie zur Aufnahme zu starten. Ich denke mal, wir machen zuerst mal die Reifendrucksensoren ran. Die werden wahrscheinlich ein bisschen einfacher und schneller installiert sein wie der Wingman. Deswegen machen wir doch gleich mal die Schachtel auf. Ich mache sogar noch eine POV-Aufnahme. Ist das leider ein bisschen sehr schwer mit der Kappe. Und ich muss kurz am Handy gucken, ob der Winkel stimmt. Den habe ich nämlich voll vergessen. Also ich denke, mit diesem Winkel sollte es so stimmen. Dann können wir gleich mal an das vordere Rad ran. Oh cool, als hätte ich es so gewollt. Ist das schon richtig positioniert. Wir nehmen einmal die zwei. Also ich werde jetzt natürlich keine Konten rauf machen, da mein Moped nie länger alleine rumsteht. So, da machen wir hier mal auf. So, nehmen den Schutz weg, damit die Batterie läuft und dann hier ran. Also es ist wirklich, Leute, es ist kein Hexenwerk, ja. Jetzt hört ihr, dass da ein bisschen Luft rauskommt. Das heißt, der Stift ist dran. Hätten wir eine Seite, können wir noch die andere. Hier auch wieder den Schutz für die Batterie raus, damit es läuft. Hier wieder zudrehen. Sieht schon geil aus, he? Dann gehen wir noch zur hinteren Seite. Der ist. Ah ne, ist doch nicht hier unten. Wo ist der? Hier auch wieder Kappe weg. Sensor drauf. Und jetzt ist es eigentlich schon dran, also schon erledigt hier. Und jetzt gehen wir mal kurz zum Handy rüber. Also wir gehen einmal in die App. Das überspringen wir mal schnell. Dann Fahrzeug. Und dann haben wir da unten unser Bike. Klicken wir einmal drauf. Und dann fügen wir mal das erste Rad hinzu. Und zwar geht es hier um den Vorderreifen. Ich schreibe mal mein Reifen vorne. Empfohlener Druck ist etwa 2,3 laut Suzuki. Dann Marke Metzeler. Das Modell ist M7. Datum der Montage. Heute ist der 14. Hallo. Der 14. So.
12. Kilometerstand ist etwa bei 17.938. Wenn ich mich nicht irre, ja. Und dann einmal speichern. Und dann verbinde den Tire Guard. Da gehe ich einfach mal ganz nah ran. Und dann einmal auf Verbinden. So, jetzt hat das alles abgespeichert. Wir haben auf dem Reifen etwa 19 Grad. Ja, heute ist es ja auch ein bisschen wärmer als sonst. Also in Ordnung. So, dann brauchen wir noch den zweiten. Hier schreibe ich meinen Reifen hinten. Da sollte es bei 2,5 sein. Einmal so. Marke auch wieder Metzeler. Die M7. Datum der Montage ist immer noch der 14. Und der Kilometerstand ist immer noch gleich. Und speichern. Dann gehen wir hier auch schnell kurz in die Nähe des Gerätes. Einmal verbinden. Hat er auch schon. So. Hier hinten haben wir noch 2,7 Bar, weil ich habe extra ein bisschen mehr drauf getan. Vorne ist er schon ein bisschen runtergekommen. Das heißt, ich werde, bevor ich es wieder in die Garage fahre, mit Druck auffüllen. Weil ich tue extra ein bisschen mehr rein, weil der ja rumsteht. Das wäre jetzt mal gemacht. Dann können wir einmal den Bildschirm anhalten. Also Leute, ihr seht, es ist kinderleicht. Und ja, wie ihr es seht, Leute, es ist kinderleicht. Schnell ranschrauben. Wenn ihr daneben möchtet, dann könnt ihr auch noch das mit den Kontermuttern ranmachen, damit es nicht so schnell oder nicht so einfach geklaut wird. Aber ansonsten das Verbinden und so, ihr habt gesehen, es ist wirklich kinderleicht. Ranschrauben, Namen verpassen, mit Bluetooth, über Bluetooth schnell verbinden. Ich glaube, es ist über Bluetooth, keine Ahnung. Auf jeden Fall verbinden und einfach die Werte am besten beim Handbuch des Motorrads die Werte eingeben über das Handbuch. Dann fährt ihr auf der superen Schiene, auf der guten Schiene. Und dann wäre das schon mal erledigt. Und jetzt kommen wir zu diesem Gadget. Wo hab ich's denn? Da. Zu diesem Gadget machen wir noch das hier an. Die Wingman 4G. Ich habe halt die tiefste Version, also die chilligste. Der hat halt zum Beispiel kein Schräglagenmesser. Brauche ich aber auch nicht, interessiert mich eh nicht. Weg damit! Was wir halt hier machen, einfach kurz die zwei Schrauben ein bisschen lösen und dann schnappen wir uns hier die beiden Gabeln einfach mal schnell ran. Muss halt mal noch gucken, wo genau, ist das noch zu? Ja, wo genau ich es befestige, aber ich glaube, das hier sieht schon ziemlich geil aus. Wäre schon recht passgenau. Einfach so, diese Art. Das würde ziemlich gut klappen. Brauche aber ein bisschen Alkohol, da ich die Klebe ranmachen will. Habe ich hier irgendwo Alkohol? Habe ich hier irgendwo Alkohol? Ne, so einfach die Oberfläche ein bisschen putzen. Und dann genehmigen wir uns einen Schluck Bier. Eiskalt. Geben wir mal einen zum Peter an.
Und hier einfach kurz mit Schraubenzieher, Leute. Der ist wahrscheinlich zu klein. Na, es geht. Und hier auch. Ich würde es schon ein bisschen fester anmachen, Leute. So, das hätten wir mal. Also jetzt sehen wir auch hier, es leuchtet grün, das heißt es funktioniert. Ich weiß halt einfach nicht, ob das wirklich hier hält. Ich muss das mal irgendwie probieren. Ja, das hält. Ja. Cool. Dann gebaut hätten wir es schon mal. Können wir ein bisschen die Kabel hier ein bisschen versorgen. Leute, also es soll schon so sein, dass es halt nicht allzu fest rumwackelt. Also sprich nicht irgendwie runterfällt oder so, sondern wirklich an einem Ort stehen bleibt. Dann können wir wieder das Handy rauszücken, Bildschirmaufnahme. So. Also, jetzt sind wir wieder in der App drin. Wir gucken hier, es blinkt. Das ist mal gut. Dann gehen wir auf Mingon, auf mein Fahrzeug. Und dann kommt auch hier schon verbinde den Right Link Wingman. Klicken wir mal schnell drauf. Es sollte eigentlich ganz einfach sein. Einfach, wie gesagt, den QR-Code scannen. Dann schnappt er sich die Daten. Wurde schon hinzugefügt, Leute. Registriert. Seriennummer ist dran. Können wir speichern. Dann eCall können wir natürlich auch noch aktivieren. Oder auch nicht. Das mache ich später. Diebstahl, Push-Benachrichtigung ein. Kritischer Alarm, wenn diese Option aktiviert ist, ertönt die Push-Benachrichtigung auch dann, wenn Ihr Telefon auf nicht stören oder stumm ist. Wo ist jetzt der Right Link? Hier, zulassen, zack, okay. Und der Ton. Ja, machen wir Beep Beep Beep, das ist okay. Die Batterie wird irgendwie nicht angezeigt, keine Ahnung. Aber jetzt ist gut, dann haben wir das auch schon erledigt. Also von nun an ist der Diebstahl geschützt, haben es halt ein bisschen besser oder mehr Übersicht, ich sag's mal so. Ja Leute, dann werde ich noch schnell den vorderen Reifen ein bisschen aufpumpen und für die Überwinterung ein bisschen mehr reinpumpen. Und das war's dann auch schon. Also bedanke ich mich schon jetzt fürs Zugucken. Falls euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Also ihr habt es wirklich gesehen, es ist sehr, sehr einfach. Einfach an den Akku verbinden, an den Batterien verbinden, QR-Code einlesen und dann ist das schon erledigt. Also mehr braucht es nicht. Es ist echt kein Hexenwerk, Leute. Und es ist wirklich cool. Wie gesagt, Leute, durch dieses Ding wurden schon 87 Leute gerettet, die irgendwo einen Unfall hatten. In 2 Minuten kam der Krankenwagen, Leute. Also das ist echt krass. Wenn es um Sicherheit geht, da
schnappe ich mir irgendwie die 100 Franken und investiere es für so etwas. Also, schlussendlich, ihr müsst es selber wissen, aber ich lege es euch an Herzen, so etwas einzubauen. Das ist echt geil. Schlussendlich, es geht um euer Leben, ne, Leute. Also kann man ruhig 100 Franken investieren, um mein Leben zu retten. Also, ja. Dann liken nicht vergessen, abonnieren und das nächste Mal wieder einschalten. Gebt auf euch Acht. Güle güle. This is our time, we've been waiting for so long. Not a thing that could go wrong. This is what we've dreamt to do. I believe in freedom on 2 wheels. That's the way I'm gonna heal. I can't wait to hit the road all day long. There's nothing that